For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Das ist jetzt Schweizer Reptilienzucht mit Simone Teil 2. Schön hier zu sein, wieder. Genau. Und wir haben gesagt, wir gehen ein wenig auf die Zucht drauf ein. Ne? Was zeigen wir? Wir zeigen Buschkrokodil. Aha. Die Strophuren. Die Strophurus, das sind die australischen Zwerggeckos. Ja. Gell? Taubagamen. Taubagamen australische. Und vielleicht die Halsbandleguane als alten Klassiker. Oder dass wir die 4 Sachen uns ein wenig genauer angucken, wie du es machst. Oh, guck da, wie heißt der euer Maskottchen? Der Hulk. Der Hulk. Ja, der grüne Riese. Ihr wollt beweisen, dass er doch lebt, nachdem ich letztes Mal gesagt habe, dass er ja eigentlich nur aus dem Gummitier wäre. Dann lass uns mit den Buschkrokodilen anfangen. Ja. Die habe ich da drüben irgendwo gesehen. Ja, genau. Und dann geht's los. Wie angekündigt fangen wir bei den Buschkrokodilen an. Tribulonotus gracilis ist das in dem Fall, oder? Richtig, ja. Genau. Gibt zwei Arten von Buschkrokodilen, gell? Die gracilis. Und die Nova Guinea. Hier bei uns, genau. Die Nova Guinea sind noch etwas eine kleine Ticke größer vielleicht. Ja, richtig, ja. Und haben nicht die schönen roten Augen. Okay. Dafür haben sie auch eine schöne rötliche Färbung, die sie dann bekommen können. Auf den Seiten muss vorsichtig sein, dass er hier nicht zu stark gestresst ist. Gerade die Gracilis und auch die Nova Guinea sind sehr stressanfällige Tiere. Dass ich ihn jetzt rausgenommen habe, hat 2 Gründe. Ich wollte schauen, ob das Tier schwanger ist. Das ist sie. Und zum Zweiten, um euch zeigen, dass das Handling eigentlich wirklich, wenn ihr so ein Tier habt, möglichst nicht rausnehmen solltet. Außer um zu prüfen, ob alles okay ist. Oder ob ihr wissen wollt, ob das Tier schwanger ist. Die werden Buschkrokodile genannt. Man sieht wieso. Es sind wirklich es erinnert ein bisschen an ein Krokodil hier oben. Die Schuppen, die ziemlich harten Schuppen hier. Und das Geheimnis der Zucht ist wenig Licht. Ihr seht hier, wir haben nur eine Stromsparlampe. Ist eine Lampe, die eigentlich nicht viel UV hat. Und trotzdem kommen die Tiere so ziemlich gut. Wir haben sehr viele Verstecke. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesen sehr scheuen Tieren. Ich werde das Tier jetzt langsam wieder einsetzen, damit es wieder seine Ruhe genießen kann. Schon weg ist er. Und ihr seht, wir haben ziemlich viele wirklich gute Verstecke, viele Korkplatten, die sehr tief am Boden sind, keine allzu hohen Verstecke, das bringt nichts. Sie mögen es, ähnlich wie die Königspython, sehr eng am Boden. Sie müssen sich so fast ein bisschen im Kork so einkuscheln, wie wir Schweizer sagen. Okay, ich bin jetzt nicht Schweizer, aber... Von der Temperatur, es ist jetzt relativ warm, gell? Wenn ich jetzt hier schon allein die Raumtemperatur mir ist schon relativ hoch. Genau, im Sommer fahren wir etwas hoch, bis zu 27, 28 Grad. In der Nacht ist dann die Absenkung auf 20, 23 Grad. Im Sommer ist es ein bisschen höher, mit 23 Grad. Wir haben dann auch eine Badeschale, wo sie auch sehr gerne reingehen. Vom Futter her, wir füttern sehr oft Würmer, den Drobena zum Beispiel oder auch andere Wurmarten. Also so Tauwürmer oder sowas in der Richtung? Tauwürmer, ja? Okay. Genau, das geht auch ganz, ganz gut. Dann hast du hier Mineralien als Supplementierung drin oder was? So eine Schale genau, ist das? Richtig. Da können Sie dann wirklich auch ran, wenn Sie möchten. Jetzt gerade die Weibchen, wenn sie die Eier bilden, können Sie das Kalzium zusätzlich holen, wenn Sie das möchten. Okay. Nochmal kurz zur Wasserschale. Da habt ihr gar kein, also man denkt vielleicht riesengroßes Wasserbecken oder sowas, gar nicht nötig? Nein, das hatten wir früher. Wir hatten früher einen größeren Teil, der wurde aber nicht mehr genutzt als die kleine Schale, die wir hier haben. Ja. Ich muss sagen, zum Zuchterfolg ist sicher auch wichtig, dass man ein etwas tieferes Terrarium hat.
wo sich das Tier auch wirklich nach hinten verstecken kann. Es muss so ein bisschen die Weite suchen können. Und es muss die Weite auch finden, damit es sich wirklich geschützt fühlt, weil es wirklich ein sehr scheues Tier ist. Also die Stressreduzierung wichtig. Ja, genau. Temperatur haben wir, Licht haben wir. Wie stimulierst du die zur Zucht? Im Winter wahrscheinlich absenken? Ja, oder? genau. Wir senken die Temperaturen im Winter tagsüber auf ca. 20 Grad Celsius. In der Nacht senkt es sich dann auf 17 Grad. Und so haben wir schon seit einigen Jahren gute Erfolge bei den Tribolonotus-Arten, die wir hier haben. Beide gleich, Gracilis und Beide genau gleich. Urogene. Wir machen da keinen Unterschied. Okay. Und wie lang dann die Winterruhe? 8 Wochen oder? Wir machen 8 bis 10 Wochen. 8 bis 10 Wochen. Und hier ist jetzt nur ein Weibchen drin, oder, in dem Terrarium? Hier ist jetzt ein Weibchen und ein Männchen drin. Ah, okay. Wir halten die paarweise. Okay. Wir haben gemerkt, dass da der Stressfaktor auch kleiner ist. Mit einem Männchen und 2 Weibchen, das war gar nichts. Da gingen auch die Weibchen aufeinander los, die Weibchen. Okay. Und von dem her 1.1 funktioniert ganz gut. Okay. Noch was zum Licht. Jetzt gerade die Spirallampen, das UV ist ja ziemlich gering. Und hier dürfen wir nicht verpassen, dass wir die Lampe austauschen müssen. Und was wir machen, wir schreiben auf die Lampe, auf die Fassung schreiben wir das Datum drauf, wann wir die eingesetzt haben. So verpassen wir das einfach nicht. So als kleiner Tipp. Habe ich vorher gesehen, gell, wenn man hier auf den anderen Lampen, da habe ich zum Teil gesehen, steht das Datum drauf, einfach um rechtzeitig auszuwechseln. Ja, genau. Das ist ein cleverer Trick, den ich mir nämlich auch merken muss, weil die sind ja so langlebig, die gehen ja fast nie kaputt, aber spätestens nach einem Jahr müssen wir sie austauschen wegen UV-Anteil. Genau. Gut, so viel zu den... Entschuldigung. Genau, ganz kurz noch ein Tipp. Wenn jetzt bei euch jemand im Urlaub ist, seht ihr, wir haben eine Sprühanleitung und die Futteranleitung. Das machen wir mit Punkten. Bei uns weiß, wenn jetzt jemand vom Zuchtraum 2 im Urlaub ist, weiß man immer, okay, hier muss ich viel sprühen. Oder die Größe des Futtertieres ist so auch angegeben. Was man bei mehreren Tieren sonst auch machen kann als zweimal blauer Punkt heißt viel sprühen. Ja, genau. Und der rote oder Magenta-Farben oder was immer. Das zeigt die Grillengröße. Die und die Grillen, genau. Okay, gut. Cool. Gehen wir weiter. Was haben wir in der Nähe von dem, was wir machen wollten? Gehen wir zu den Taubagamen. Gehen wir zu den Taubagamen. Von Neuguinea nach Australien. Ja, genau. Jetzt sind wir hier bei den australischen Taubagamen, gell? Wieso taub? Das hast du letztes Mal schon erklärt, gell? Das ist für die Heavy Metal Freaks unter uns, da ist das perfekte Terrarientier, oder? Genau, sie sind nicht wirklich taub. Der Gehörgang ist einfach hinter einer dünnen Hautschicht versteckt. Das hat damit zu tun, dass beim Herkunftsgebiet der Sand etwas feiner ist und wenn sie sich eingraben, dass da ganz sicher nichts... Kein Sand reingeht. Genau, okay, ja, bei den meisten Echsen ist ja diese Gehöröffnung, das erkennt man ja gut seitlich, gell, und die fehlt bei denen. Genau. Also sollen wir gerade mal eine raus, dass man wegen die Größe sieht, oder? Ja, sind sehr, sehr kleine Agamen, sind ziemlich ähnlich von der Haltung her wie jetzt Bartagamen. Man kann sie wirklich ganz easy rausnehmen und man sieht hier wirklich, das Männchen ist ziemlich viel schlanker als das Weibchen. Das Weibchen ist übrigens tragend, die hat geschätzte 4 Eier drin und das Männchen erkennt man ganz gut an der, auch hier den Penistaschen, ziemlich deutlich, genau, wie bei anderen Agamen. Wie gesagt, sind nicht besonders scheu, können sich ganz einfach auch totstellen, wenn sie mal nicht mehr wollen. Und einfache Tiere zu halten, aber nicht besonders langlebig. Und auch die Zucht ist wir haben lange getüftelt, bis wir da das Geheimnis geknackt haben, wie man über mehrere Jahre züchten kann, weil Zufallszuchten bringen uns nichts. Wir wollen natürlich nachhaltig züchten. Und wir haben hohe Temperaturen. Als mal ein Tier gestorben ist, habe ich eins geöffnet und ich habe gesehen, dass sie ähnlich wie bei den
Eisbären haben sie, die Eisbären haben ja außen sind sie weiß und innen sind sie ja schwarz, haben sie eine schwarze Schicht, Hautschicht. Das haben die Taubagamen auch. Und als ich das seziert habe, habe ich gesehen, oh okay, das bedeutet, die sind sehr, sehr wärmeliebend. Und das haben wir hier auch umgesetzt. Wir haben die Temperaturen stark erhöht im Sommer, zeitweise. Über 2 Monate gehen wir wirklich im gesamten Terrarium, also punktweise bis auf über 50 Grad Celsius auf der linken Seite, wo auch der Legehügel ist. Da werden auch die Eier gelegt. Ach was? Die Zwergbartagamen, das weiß man, die liegen bei 27 Grad Celsius, plus minus 1 Grad. Und die Taubagamen legen bei 28 Grad Celsius ihre Eier ab. Also es scheint nicht viel zu sein, 1 Grad, aber bei diesen Tieren macht das viel aus, dass man das so einhält. Der Feuchthügel, Das heißt aber, du sagst, der Legehügel, da ist ja stellenweise bis 50 Grad. punktuell. Punktuell, okay. Genau. Und dann tun die deswegen seitlich oder die suchen da eine Stelle mit Genau. 28 Grad oder durchs Graben dann kommen sie auf die Temperatur? Ja, oder? du siehst, der Legehügel ist ziemlich hoch Ja, und die graben dann ziemlich tief. okay, bis sie runter. auf die gewünschte Temperatur. 28, okay, Genau. 28 Grad kommen. Die Herausforderung ist auch, dass der Sand nicht zu feucht wird gegen unten. Also dass er oben nicht zu trocken und oben nicht zu feucht. Also es ist ein bisschen die Herausforderung, man muss einfach sprühen und auch ein bisschen das Feeling haben von der richtigen Feuchtigkeit, damit sie dann auch ablegen. Und im Winter haben wir sie jetzt bei 15 Grad Celsius über 8 Wochen. So klappt das ziemlich gut. Okay, also von der Haltung im Prinzip schon ähnlich wie die Bartagamen. Sehr heiß, sehr hell, Wüstenbewohner natürlich. Vielleicht noch einen kleinen Tick wärmer, sagst du, wie Bartagamen sogar. Ja, sicher wie die und- Zwergbartagamen. Und im Winter ein kleiner Tick kälter vielleicht, oder mit Ja. 15 Grad. Also Genau. das ist dann schon sehr kühle Raumtemperatur. Da kann man schon fast nicht mehr im selben Raum überwintern, sondern muss vielleicht in den kühleren Raum bringen oder warmer Keller, so in der Art. Ne? Also weil ich sage den Leuten als Überwinterung Bartagame, kühle Zimmertemperatur ist okay, aber da ist das dann schon ein bisschen zu warm, oder? Das ist so, ja. In dem Fall haben wir auch eine Gruppe, 1 Mann, 2 Weibchen, gell, wenn ich das Schild richtig entziffer. Also auch von der Gruppenhaltung ähnlich wie Bartagamen, oder? Ja, das klappt ganz gut. Es ist ein sehr soziales Tier. Also man könnte auch 2 Männchen, 2 Weibchen, das geht. Aber ich empfehle wirklich 1 Männchen mit 2 Weibchen. Jetzt Okay. auf längere Frist ist das die Erfahrung, die wir gemacht haben, die wirklich gut über die Jahre funktioniert. So. Also selbst die Männer miteinander vertragen sich. Wir haben da gute ist ja Erfahrungen nix. gemacht. Okay. Und achso, von der Fütterung noch. Sind die rein Carnivore oder gibst du denen auch Grünzeug, Salat, irgendwas wie bei Bartagamen? Oder? Wir bieten immer wieder an. Sie fressen aber nicht so viel wie die Zwergbartagamen Okay. oder Bartagamen. Wir geben auch Bohnenkäfer, ist auch wichtig, weil sie gerne picken, kleine Sachen vom Boden picken. Okay. Und, oder auch Mikrogrillen zwischendurch geben wir auch, damit sie so das Natürliche haben, so das Ach, vom was? Boden vieles picken. Das Kenn mögen sie ich ganz gar gut. nicht. Okay. Und was sind Bodenkäfer? Die Sagt man so? Bohnenkäfer, Ach, das sind- Bohnenkäfer, ja, okay. Genau. Okay. Ja, toll. Australien, beziehungsweise bleiben wir bei Australien. Gucken wir uns noch die Zwerggeckos an, oder? Wären wir noch ein Stück kleiner. Du magst Ja. die kleineren Sachen, gell? Ja. Dann- Eigentlich, ich mag alles. Magst du alles. Aber wir haben viel Kleines, weil halt in der Genau. Schweiz, das sich gut Ja, wo man halt auch die Gut Haltebedingungen halten. gut Genau. erfüllen kann, gell? richtige. Genau. Nee, dann lass uns die Zwerggeckos anschauen. Also wie gesagt, sind wir immer noch in Australien, klettern jetzt sozusagen auf die Bäume und gucken uns die Geckos an, oder? Genau, richtig, ja. Wir sind beim Straphurus ciliaris ciliaris, der Stachelschwanzgecko aus dem nördlichen Gebiet Queensland. Ein wunderschöner Bewohner, sehr ruhig, der bei Gefahr auch ein Sekret ablassen kann. Hinten beim Schwänzchen sieht man die Stacheln und da kommt echt ein klebriges Sekret raus, Ach, wenn er was? sich wehren will. Ach, wusste ich Ja. gar nicht, okay. Aber eben, die sind ja völlig gechillt, ne? Also die kann man ja, Die die haben könnte ja man- kaum eine Fluchtdistanz, gell? Das ist so. Sie sind eher, wenn sie sich bewegen, dann eher gegen Dämmerungszeit. Und hier war
das Geheimnis der Zucht auch wieder die Winterruhe. Wir sind da über 8 Wochen auf 15 Grad runtergegangen in einem separaten Raum. Und ich versuche jetzt den mal rauszunehmen. Da seht ihr, wie wirklich gechillt diese Tiere sind, wenn sie dann ihren Ast loslassen. Gell? Genau. Er muss einfach versuchen, meinen Finger aus dem Ast zu nehmen. So. Dann sehen wir ein wunderschönes Männchen, Ciliaris. Der Name deutet auf die Wimpern hin, die sie haben. Okay. Cilias Ja, ist Wimper auf Lateinisch. Und ist schade, wird wenig gezüchtet. Ich denke, das liegt daran, dass auch wir hatten lange probiert, auch mit der Winterruhe, die Tiere mögen nicht immer den Partner akzeptieren. Das heißt, wir wechseln das Männchen oft aus, bis es dann mit der Zucht klappt. Okay. Und das ist, also bis es mit dem Weibchen harmoniert und dann bleibt der Mann aber bei dem Weibchen. Also meinst du, ihr wechselt aus, ja, bis es läuft und dann lasst das so oder permanent irgendwie immer hin und her? Nee. Wenn es mal klappt, dann lassen wir es. Okay. Es ist wirklich eine Frage des, ja, zuerst wolltest du nicht kommen, jetzt wirst du nicht mehr gehen, gell? Es ist wirklich so, dass wenn sich mal die Tiere verstehen, das Männchen und das Weibchen, dann klappt das mit der Zucht bis an ihr Ende. Das klappt dann mehrere Jahre ganz gut. Und Geschlechtsbestimmung, man sieht schon recht deutlich die Hemipenistaschen, das scheint relativ einfach zu sein. Also mit welchem Alter werden sie geschlechtsreif? Also es ist so, wir warten, bis wir die Tiere zusammensetzen, bis sie 8 Monate sind, mindestens, Ja, das ist bei den lang, Ciliaris. Aber das Gute ist, wir sehen schon sehr früh, das Geschlecht erkennt man an den Präanalporen. Die Männchen und Weibchen haben zwar vergrößerte Präanalschuppen, aber die Präanalporen sieht man nur bei den Männchen. Ganz okay, gut. dann kann man es beim Jungtier oder beim Kleinen schon ziemlich feststellen. Genau. Die sind bestimmt eierlegend, gehe ich mal schwer davon aus. Die legen gut Eier. Wie oft, wie viele? 2 Eier wahrscheinlich? Die legen circa all 30 Tage 2 Eier. Okay. Ja, und das über 3 Monate. Aha. Ja. Okay. Also hast du von dem Pärchen 6, 8 Eier in der Saison, oder? Ungefähr, ja. Kann man sagen. Es kann jetzt beim Strophoruus williamsi höher sein, beim Tenicauda vielleicht ein bisschen weniger, aber beim Ciliaris ist es ungefähr der Durchschnitt. Okay. Was auch wichtig ist bei der Einrichtung, sind hohe Äste. Sie sind ja Strauchbewohner in Australien und auch das brauchen sie, damit sie sich sicher fühlen, damit es dann auch gut klappt bei der Zucht. Also relativ strukturreiches Terrarium sozusagen, Genau. oder? Wo sie die verlassen sich ja auf ihre Tarnung, hängen sich hinter den Ast und denken, keiner sieht mich, oder? Und, Genau, richtig. und da muss, okay, ja, wunderschöne Tiere. Eben andere, du hast gerade schon angesprochen, ihr züchtet auch die anderen Strophoruus-Arten. Genau. Aber Ciliaris hier als tolles, schönes Beispiel. Hier sehen wir eine Legebox. Hier sehen wir, dass das Weibchen bereits stark gegraben hat. Es ist möglich, dass wir jetzt gleich Glück haben. Ich mache das kurz für den Kollegen, der das sonst machen muss. Leider jetzt nichts drin. Ja. Aber wir sehen, dass die Legebox ziemlich einfach ist. Eine Heimchendose mit einem kleinen Eingang, leicht feuchte Erde, ein paar Zentimeter hoch. Und zusätzlich haben wir noch ein Stück Kork drauf. Einfach, dass es sich nach einem sicheren Versteck für die Eier, für die Tiere so anfühlt. Ja. Jetzt haben wir uns leider zu arg an den australischen Echsen festgebissen. Wir haben doch keine Zeit, hat der Raab immer irgendwie gesagt so. Deswegen haben jetzt die Halsbänder, haben wir die gecancelt für heute. Das wäre auch nochmal ein ausgiebiges Thema. Ne? Du hast die Belis, du hast die Vichitas, du hast die normalen Colaris. Ich glaube, da können wir schon fast nochmal eine extra Folge drüber drehen. Wir haben schon eine Halsbandfolge, wir blenden sie unten ein. Aber vielleicht kommen wir nochmal und machen
Einmal Halsband-Special bei Lorica. Sehr gern. Danke, dass wir hier drehen und kommen durften. Ich fand es super spannend. Danke euch. Zum Abschluss haben wir gesagt, dürfen wir noch Eintrittskarten verlosen. 3x2 Eintrittskarten für die Lorica. 3x2 Karten könnt ihr gewinnen. Gebt unten einen Kommentar ab, wieso ihr oder was euch hier am besten gefallen hat, wieso ihr in die Schweiz zu Lorica wollt und euch das anschauen wollt. Wie gesagt, 3 von euch bekommen 2 Freikarten von uns zugeschickt, die der Simone spendiert. Und ansonsten, wie gesagt, 1000 Dank. Bleibt Reptil TV treu. Kommt bei Lorica vorbei und wenn ihr drin die Schilder seht, Eier suchen, wisst ihr jetzt auch, was das bedeutet. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.